Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video. Ihr hattet uns ja in der letzten Woche Fragen gestellt, worum wir euch auch ja gebeten hatten. Und in diesem Video wollen wir eure Fragen dann jetzt beantworten und dann beginnen wir einfach auch gleich mit der ersten. Und zwar ist die erste, wie alt sind wir und ob wir Kinder haben. Ich bin 38 und ich habe keine Kinder. Und ich bin 49, ich habe auch keine Kinder. Und zusammen haben wir auch keine Kinder. Genau. Was habt ihr vorher gearbeitet? Also ich war die letzten 15 Jahre in der Finanzbranche tätig und mein letzter Arbeitgeber war ein Vermögensverwalter und da habe ich mich um die Rentabilität der Immobilien gekümmert. Ja. Ich war bei meinem letzten Arbeitgeber, das war ein großer Versandhandel, da habe ich in der IT gearbeitet als Produktmanager. Davor war ich 10 Jahre bei einer Reederei, Schifffahrt in Hamburg und habe dort als IT-Analyst und IT-Projektmanager gearbeitet. Welche Ausbildung hat Nikolas, dass er die Arbeiten am LKW so hinbekommt? Also ich habe studiert, IT studiert, das hilft mir natürlich nicht so viel beim LKW, da ist irgendwie so gar keine Elektronik drin. Aber ich habe ganz am Anfang noch eine Ausbildung gemacht, das ist schon ziemlich lange her, ich glaube mit 20 war das. Da habe ich dann Anlagenmechaniker, Fachrichtung Versorgungstechnik gelernt, das ist halt ein Metallberuf. Und ja, ein bisschen was ist da wohl hängen geblieben, aber eigentlich ist das schon viel zu lange her. Ich denke mal, das, was mir zugute kommt, ist halt, dass ich dann dadurch auch nicht so zwei linke Hände habe, was es das Handwerkliche angeht. Und so reindenken kann ich mich an die Sachen auch. Also ich habe auch schon früher an den Autos ein bisschen geschraubt und repariert, die ich dann so hatte als junger Kerl. Und ja, ich denke, das kommt mir jetzt zugute. Im Prinzip ein allgemeines technisches Verständnis, aber ich habe keine Ausbildung im Bereich Kfz oder irgendwie sowas. Also ich eigne mir das halt auch alles an und ja. Die nächste Frage ist, welche Fremdsprachen wir sprechen. Also ich spreche Englisch. Ich spreche auch Englisch. Und das war's. Und eigentlich war es das. Also wir haben mal Spanisch angefangen. Das hat uns eigentlich auch gut gefallen. Das war bei einer Volkshochschule. Da ist aber jetzt nicht mehr so viel hängen geblieben, müssen wir ehrlich zugeben. Aber wir haben aber vor, auch Spanisch zu lernen. Also das ist mein großes Ziel. Ich möchte gerne für Süd- und Mittelamerika auf jeden Fall vorher schon mal so ein bisschen Spanisch gelernt haben und das dann da gerne anwenden. Genau. Wie haben Familie und Freunde reagiert? Gab es Ausredeversuche? Ich antworte mal erstmal mit dem letzten. Also Ausredeversuche gab es nicht. Komischerweise so gar nichts diesbezüglich. Das fand ich... Wir haben schon damit gerechnet, ne? Irgendwie schon. Ja. Weil das ist ja schon auch nicht so ganz ohne, was wir da jetzt machen. Also Jobs kündigen, Wohnung aufgeben. und dann halt mit so einem alten LKW und dann auch noch um die Welt. Ja. Ich denke, dass schon irgendwo in gewisser Weise eine Angst denn da ist bei der Familie, also Sorge um uns. Aber man wollte uns das einfach nicht ausreden, weil wir halt so sehr dafür brennen. Und ich glaube, man vertraut uns auch, was wir da tun. Ja. Die sind natürlich schon traurig, das merkt man immer, wenn man so telefoniert, dass das halt nicht so einfach ist für die Familie. Ja, Aber ausgeredet hat uns das zum Glück keiner. richtig. Also da ist breites Verständnis. Und ja, wie du schon sagtest, genau, das ist ja der erste Teil der Frage, wie hat die Familie reagiert? Natürlich traurig, aber sie hat es uns nicht schwer gemacht. Nee. Yvonne, planst du langfristig den LKW-Führerschein zu machen? Ich muss dazu sagen, ich habe den LKW-Führerschein ja eigentlich auch nicht. Ich habe nur den alten Dreier-Führerschein, mit dem ich halt bis 7,5 Tonnen fahren kann. Und unser LKW ist bis 7,5 Tonnen zugelassen, deshalb Genau. darfst du damit fahren. Richtig. Also im Moment plane ich nicht, den LKW-Führerschein zu machen. Wie viel Prozent der Technik könnt ihr unterwegs selbst reparieren? Ja, wie viel kannst du denn reparieren? Ich halte mich da mal bitte raus. Also,
ich würde das unterteilen in Kabine und LKW. Und ich würde sagen, Kabine fast alles. Ja. Sagen wir mal 95%. Also auch die Elektrik, das ist alles. Das hast du ja alles neu gemacht, die komplette Genau. Elektrik hast du ausgebaut, hast dich mit allem beschäftigt. Ja. Also alles, was hier kommen würde, Wasser, Elektrik, da denke ich, das stellt mich nicht vor eine große Herausforderung. Natürlich jetzt irgendwie elektronische Geräte, dass wenn die jetzt kaputt sind. Also wenn jetzt so ein Wechselrichter kaputt geht oder Genau. sowas, ne? Das würde ich jetzt nicht reparieren können, dass ich da jetzt irgendwie mit dem Lötkolben herangehe und irgendwelche Transistoren da irgendwie austausche oder Das sowas. müsste dann wahrscheinlich ausgetauscht werden, solche Geräte. Genau. Ja, was den LKW angeht, das ist jetzt ein Bauchgefühl. Ne? Ja. 20? Weiß nicht. Also es ist halt so. Wird sich aber auch zeigen, oder? Genau. Interessanterweise wird sich das jetzt auch nochmal das Ganze so ein bisschen erweitern, weil ich ja jetzt wegen der Bremsen, dann, wo wir jetzt gerade stehen, da werde ich halt mithelfen unter der Aufsicht des Werkstattmeisters. Also wir werden daran zusammenarbeiten und da werde ich auch einiges lernen und Genau, da hat ja jemand gefragt, wie ist der aktuelle Stand. Also der Stand ist halt, was die Bremsen angeht, dass wir halt hier noch auf einen Termin warten. Wir wussten das schon, als wir hergekommen sind, dass wir nicht gleich sofort rankommen werden, weil einfach die Auftragsbücher voll sind und wir warten aktuell, dass wir halt an die Reihe kommen. Also es hat sich im Moment, was unser Thema Bremsen angeht, noch nichts verändert. Die nächste Frage finde ich sehr interessant. Gibt es Länder, die ihr nicht bereisen würdet, weil ihr mit den politischen Gegebenheiten nicht einverstanden seid? das ist eine gute Frage. Also erstmal natürlich politisch, wenn Krieg ist, wir würden nicht in Kriegsgebiete reisen. Also mich zieht es jetzt nicht nach Afghanistan oder in die Ukraine oder sowas. Ja, genau. Das Also schließen wir aus. die Frage ist halt, was mit politischer Lage dann auch gemeint ist. Geht es da um Unruhen oder geht es da vielleicht aber auch um Es heißt ja politische Gegebenheiten. Ja. Also dann auch, das können ja auch noch andere Dinge sein. Also wenn es zum Beispiel darum geht, um ein Regime, das man vielleicht so nicht unterstützen möchte, also so jetzt politisch aus der politischen Ansicht her, wie zum Beispiel einer Diktatur, es gibt ja durchaus in Europa auch noch eine, wie zum Beispiel Weißrussland, ist das eine gute Frage. Also ich war zum Beispiel beruflich in Weißrussland, fand das natürlich, also was das Regime angeht, finde ich es halt grässlich, aber als ich in dem Land halt war und die Menschen dort kennengelernt habe, fand ich es toll, diese Menschen kennenlernen zu dürfen und auch das Land kennenlernen zu dürfen. Und klar ist das irgendwie ein Zwiespalt. Aber warum sollte ich jetzt die Menschen, die dort wohnen, irgendwie danach beurteilen oder verurteilen, was für ein Regime sie wiederum dort haben? Ja. Also ich würde sagen, ja, also eigentlich würde ich dahin fahren. Auch in den Iran würden wir gerne fahren, um die Menschen dort kennenzulernen, auch wenn wir dort mit dem Regime überhaupt nichts anfangen können. Also ich bin auch zum Beispiel, was jetzt Saudi-Arabien angeht, da bin ich auch mit vielen Dingen nicht einverstanden, aber trotzdem interessiert mich das Land und ich möchte einfach gerne mir selber da ein Bild drüber machen. Genau, das finde ich gut. Genau das. Also wir wollen, das ist auch einer, da, 1, 2, 3. Das ist auch ein Punkt, mit einer der Punkte, warum wir reisen wollen, weil wir uns von den Gegebenheiten vor Ort selbst ein Bild machen wollen. Ja. Es wird halt immer in den Nachrichten irgendwie dargestellt, wie irgendwas ist, aber das kann man ja nicht beurteilen, weil man hat die Aufnahme nicht selber gemacht und wir möchten einfach gerne uns selber davon ein Bild machen. Und vor allen Dingen auch mit Vorurteilen aufräumen, auch unsere eigenen. Ja. Also keiner ist vorurteilsfrei, auch wir nicht. Und deswegen, das finde ich besonders spannend. Wie schafft man es, langfristig ein konstantes und ausreichendes Einkommen zu haben? Wir haben ja einen Plan dazu, wie wir das schaffen wollen. Momentan haben wir das natürlich noch nicht, dieses langfristige Einkommen. Unser Plan ist es, dass wir irgendwann ein passives Einkommen haben werden mit digitalen Produkten. So mal ganz grob. Genau, das hatten wir ja jetzt im letzten Video auch schon erzählt.
Im Grunde genommen würde ich aber ganz gerne nochmal darauf hinaus, so konstantes und ausreichendes Einkommen und langfristig vor allen Dingen. Ich glaube, das gibt es gar nicht. Also das ist etwas, was es nicht mal im normalen Berufsleben gibt. Selbst da sind die Jobs ja nicht für immer und somit dann halt auch die Einkünfte dort nicht für immer. Man geht halt davon aus, dass man für immer irgendwie einen Job ausüben wird bis zur Rente, aber es ist ja letztendlich auch nicht konstant. Es kann ja auch mal was dazwischen kommen. Und von daher, ich glaube, sowas gibt es in dem Sinne nicht. Und bei einer Selbstständigkeit ist es auch nochmal ganz anders gelagert. Weil dort ist es natürlich sehr, also nochmal umso mehr davon abhängig, wie da gerade die Lage ist in dem Land, wo man sich befindet, wo man das Geschäft ausführt und wie letztendlich die Sparte, in der man da tätig ist, gerade floriert oder nicht floriert. Ich denke, insgesamt ist es wichtig, immer flexibel zu bleiben und entweder weiter zu diversifizieren, also andere Bereiche noch zu erschließen oder auf dem, was man bereits erschaffen hat, immer weiter aufzubauen, das immer weiter zu steigern. Irgendwie in diese beiden Richtungen muss es letztendlich in der Selbstständigkeit immer gehen, weil sobald es irgendwie stagniert, wird es weniger und endet irgendwann. Man muss eigentlich immer am Ball bleiben. Kommen wir zur Frage aller Fragen. Was ist mit der Rente? Ja, was ist denn mit der Rente? Wer kann das schon beantworten? Genau, also eigentlich kann das ja keiner beantworten, was mit der Rente sein wird irgendwann. Also wie stellen wir uns das vor? Wie ist das mit der Rente? Also wir haben die letzten Jahre eingezahlt. Ganz normal. Wie jeder andere. Wir werden für unsere Rente, für unsere Altersvorsorge jetzt uns eine Selbstständigkeit aufbauen und während dieser Selbstständigkeit werden wir natürlich, also so ist der Plan, werden wir auch wieder Kapital irgendwann aufbauen. Und das wird dann unsere Vorsorge sein fürs Alter. Genau. Also das, was wir eigentlich bisher angesammelt haben, das ist ja letztendlich im Moment unsere Investitionskapital für unser Projekt, was wir jetzt machen. Somit haben wir jetzt erstmal keine Vorsorge. Und wir haben jetzt auch nicht die Sicherheit, dass das alles so klappen wird, wie wir uns das vorstellen. Das ist aber auch okay so. Wir haben uns halt lange damit auseinandergesetzt. Ja. Und wir selbst sind halt zu dem Entschluss gekommen, dass beides halt irgendwie ein Risiko ist. Also das, was wir tun, ist in gewisser Weise ein Risiko, aber halt darauf zu bauen, dass man die Rente so bekommt, wie uns das versprochen wird. Und ob man dann auch damit zurechtkommt, mit dieser Rente, die man dann hat. Also Thema Mieten zum Beispiel. Genau. Wird das ausreichen im Alter mit der Mietsteigerung und so weiter? Also jetzt die Hände in den Schoß zu legen und darauf auf das Rentensystem zu hoffen, ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr großes Risiko. Genau. Das und darüber hinaus halt auch das Thema Gesundheit. Da kommen auch nochmal ein paar Fragen dazu. Aber grundsätzlich muss man halt auch sich mal vergegenwärtigen, dass so wie man sich vielleicht heute fühlt, wo man sich vielleicht sicher ist, dass man die Rente erreichen wird und gut leben kann in der Rente, das muss so nicht bleiben. Da kann viel passieren bis dahin. Und noch nicht mal, weil man jetzt irgendwie krank wird. Braucht ja auch nur ein Unfall sein. Es ist mindestens genauso ein großes Risiko, darauf zu setzen, dass man die Träume, die man hat, erst mit der Rente sich erfüllen kann und wird. Und da haben wir ganz eindeutig für uns entschlossen, wir fangen da jetzt schon mit an und werden Wege finden, wie wir das finanzieren können und wie wir halt auch im Alter noch zurechtkommen werden. Ein Beispiel, was für mich essentiell war, war die Rentenklärung mit 45, also Rentenkontenklärung mit 45, wo ich da vor Ort war und mal nachgefragt habe, okay, wenn ich jetzt nochmal nachzahlen will, sagen wir 20.000 Euro, wie viel Rente wäre das im Monat mehr? Und da wurde mir ganz klar gesagt, 50 Euro im Monat hätte ich dann an Rente mehr. Ja, aber was sind 50 Euro dann noch in jetzt 17 Jahren circa noch wert? Und was können wir jetzt mit 20.000 Euro anfangen? Genau. Womit kann man sonst noch Geld verdienen, außer mit YouTube und Instagram? Natürlich, wenn man unterwegs ist, darum geht es dann ja. Also wir haben so, das ist mit unser Plan B vielleicht, kann man sagen, dass wir zum Beispiel auch von unterwegs dann zusätzlich Geld benötigen, dass wir dann für mich zum Beispiel als virtuelle Assistenz arbeite. Also ich habe zum Beispiel schon mal geschaut bei Stepstone, da gibt es halt Jobangebote als Assistenz.
wo man von unterwegs aus arbeiten kann. Das haben wir auch bei Freunden jetzt schon so mitbekommen, wie die sich das so vorstellen. Die geben auch nächstes Jahr alles auf und sie kündigt total ihren Job und er wird dann 3 Tage lang von unterwegs aus seinen alten Job weitermachen. Ist ja zum Glück so, dass es heutzutage mit den Möglichkeiten durch Homeoffice machbar ist. Viele Jobs sind digitale Arbeitsplätze, wo es möglich ist, die von überall aus durchzuführen. Nicht alle, aber da gibt es auch für andere Jobs, sagen wir jetzt mal handwerkliche Tätigkeiten, genauso Möglichkeiten. Nur, dass man seine handwerklichen Tätigkeiten dann eben dort in dem jeweiligen Land vielleicht ausübt. Und vielleicht ist es dann kein Geld, was man dann unbedingt immer bekommt, sondern irgendwie ist es so eine Art Tauschhandel, wo man vielleicht Diesel dafür kriegt oder Essen oder was auch immer. Reparaturen. Wir haben uns ja jetzt auch in der ganzen Zeit, seit wir das machen, schon andere Fähigkeiten auch angeeignet. Wie zum Beispiel haben wir jetzt eine Internetseite und wenn wir dann irgendjemanden mal kennenlernen, der Hilfe braucht für die Erstellung seiner Internetseite, können wir natürlich auch unsere Dienste anbieten. Zum Beispiel. Also, genau. Ja. Also es gibt da diverse Möglichkeiten, wie man außerhalb von YouTube und Instagram, also sagen wir jetzt mal in den sozialen Medien, irgendwie auch noch Geld verdienen kann. So, jeder hat irgendwie Fähigkeiten, die er erlernt hat in seinen Berufen und die kann man irgendwie auch einbringen unterwegs. Wie seid ihr an das Thema YouTube genau herangegangen? Was bezüglich Video ist zu beachten und Software? Es ist natürlich ein Thema, das dieses Video jetzt komplett sprengen würde, wenn wir das irgendwie aufschlüsseln würden, was da jetzt alles zu beachten wäre. Grundsätzlich kann ich sagen, dass das relativ einfach zu machen ist. Also um jetzt Video hochzuladen bei YouTube, müsste man einfach nur seinen YouTube-Account in einen Creator-Account umwandeln. Das geht relativ einfach. Und dann kann man Videos hochladen. Was es dann aber letztendlich, also wo es ans Eingemachte geht, das ist das Filmerische. Also wie schafft man denn jetzt eigentlich einen guten Film oder interessante Filme zu machen? Und da haben wir uns natürlich ziemlich lange auch darauf vorbereitet. Das ist halt das, was wir auch im letzten Video erzählt hatten, dass wir im ersten Jahr uns ziemlich viel dazu angeguckt haben, recherchiert haben, auch geguckt haben, wie es andere machen oder gemacht haben. Und das würden wir, wenn ihr sowas vorhabt, auch ans Herz legen. Also guckt euch erst andere an. Im Grunde genommen, haben da uns so einen Spruch bei uns ins Büro gehängt, halte dich an die es geschafft haben. So, und bei YouTube, also wenn es jetzt darum geht, wie macht man jetzt zum Beispiel so einen Film, da gibt es bei YouTube Tutorials, Kanäle, die all das erklären, die sich auch spezialisiert haben auf bestimmte Felder. Die einen machen irgendwie, wie bediene ich eine Kamera, die anderen, wie filme ich jetzt eine Szene besonders gut. Dann gibt es was, wie schneide ich jetzt eben den Film oder wie schneide ich etwas besonders gut. Da gibt es genügend, was man sich angucken kann. Ich würde empfehlen, die englischen Kanäle zu nehmen. Mein Gefühl ist halt, die Inhalte sind doch nochmal vielfältiger. Ansonsten, wie gesagt, das Thema ist schon ein bisschen größer und da werden wir uns auch nochmal überlegen, wie wir das, wenn das von größerem Interesse ist, dann nochmal bereitstellen. Ja, neben diesen Informationen, wie man jetzt so einen Film macht, ist natürlich auch noch wichtig, welche Hardware man dann hat. Auch da haben wir sehr viel Recherche reingesteckt. Also welche Kameras braucht man, welche Schnittsoftware wäre gut, Mikrofone. Im Prinzip das haben wir uns alles mit angeguckt. Geht halt auch viel Zeit rein. Wir haben das Equipment so ausgewählt, wie es für uns genügt. Man kann natürlich immer das Beste vom Besten kaufen, aber dann zahlt man auch relativ viel Geld dafür. Wir haben eigentlich bisher ganz gute Erfahrungen gemacht mit dem Equipment, was wir jetzt so haben. Für diejenigen von euch, die erstmal anfangen, würde ich empfehlen, kauft euch erstmal eine Actioncam. Wir haben zum Beispiel die Hero 9 von GoPro. Mit der kann man wunderbar Filme machen. Die meisten unserer Clips, die wir jetzt gemacht haben, sind mit der GoPro entstanden. Wir fangen jetzt selber erst an, mit unserer Canon RP, die wir haben, unsere Filme weiter aufzuwerten. Man merkt da schon einen sehr starken Unterschied, auch in der Bildqualität und sicherlich dann auch später im Ton, wenn man halt dann die besseren Kameras benutzt. Aber eine Actioncam am Anfang reicht vollkommen aus.
Das gleiche mit dem Schnittprogramm. Auch da würde ich sagen, fangt erstmal mit einem leichteren, günstigeren an. Wir sind jetzt mittlerweile gewechselt auf Premiere Pro, weil es halt einfach noch viel mehr Möglichkeiten bietet und natürlich auch von der Unterstützung her, auch gerade wenn man Richtung YouTube guckt und Tutorials, gibt es da eine sehr, sehr breite Unterstützung. Aber wir haben vorher halt mit einem ganz anderen Programm die ersten drei Filme, glaube ich, also Clips geschnitten. Auch aus dem letzten Film, der Trailer vorweg von Costa Rica, haben wir mit diesem Programm geschnitten. Das ist halt das Magix Deluxe Pro, hieß es, glaube ich. Ich finde es einsteigerfreundlicher, also wesentlich einsteigerfreundlicher als jetzt Premiere. Es gibt aber auch noch ganz andere Tools, die man da nutzen kann. Mit wie viel Budget rechnet ihr im Monat? Also außerhalb von Europa kann man sagen, rechnen wir so mit 1.000 Euro. Uns ist bewusst, dass wir jetzt in Europa das nicht schaffen werden, gerade weil wir jetzt am Anfang, wenn wir denn mal fahren, wahrscheinlich auch viel erstmal fahren werden. Ja, das hat sich halt mega aufgestaut gerade. Ja. Dadurch, dass wir jetzt eigentlich hier in Deutschland nur rumhängen. Genau. Wollen wir natürlich jetzt erstmal reisen. Ich schätze mal, wir werden nicht lange an einem Ort bleiben, eine ganze Weile. Das glaube ich auch. Aber das wird sich irgendwann einpegeln. Und dann steht man auch mal wieder länger, dann steht man vielleicht auch mal 2 Wochen und dann verfährt man weniger Diesel, weil das Diesel wird ja nun mal auch unser größter Kostenpunkt sein auf der ganzen Reise. Genau. Aber langfristig gesehen, gerade wenn man so ab Türkei guckt und weiter Richtung Osten, denken wir schon, dass wir da mit 1.000 Euro im Monat gut hinkommen. Wir müssen halt dazu sagen, wir haben halt auch nicht so hohe Ansprüche. Also wir gehen nicht viel essen, wir versorgen uns selber, wir gehen einkaufen. Und das macht halt sehr, sehr viel aus. Wir kaufen uns nicht Klamotten, wir shoppen nicht irgendwelche Souvenirs oder so, das haben wir noch nie gemacht. Und deshalb glauben wir, dass wir das vielleicht schaffen werden, mit 1.000 Euro zurechtzukommen. Ja. Da ist natürlich jetzt nicht drin, also Reparaturen zum Beispiel, genau, das haben wir damit nicht drin. Ja. Das sind, im Grunde genommen sind das Lebenshaltungskosten und Diesel, also Fahren. Ja. Ja, bleiben wir bei den Kosten. Wir wurden gefragt, was wir zu den derzeitigen Spritpreisen sagen und ob uns das die Reise verhagelt. Ja, tut es. Ja, naja, also noch fahren wir ja nicht. Ne? Genau, also noch haben wir kaum was ausgegeben für Diesel. Ja. Es ist natürlich trotzdem immer echt bitter, wenn wir tanken müssen. Aber... Na, wir haben ja jetzt am Anfang, als wir losgefahren sind, lag der Diesel, glaube ich, knapp über 1 Euro, 1,11 € oder so. Und damit haben wir natürlich gerechnet. Klar war uns bewusst, dass es nicht immer so bleiben würde, aber mit so einem Anstieg... Also mit 2 Euro, da hat also Verdopplung fast. Ne? Das wird sich auswirken, natürlich. Und wir haben ja zuvor jetzt gerade gesagt, 1.000 Euro Budget. Natürlich, gerade deswegen werden wir diese 1.000 Euro auch reißen, zumindest in Europa. Ja. Wir haben aber große Dieseltanks. Wir haben ja noch einen zusätzlich rangebaut. Also wir fahren ja jetzt mit 550 Liter Diesel. Und wir planen halt dann auch in günstigen Ländern, wo der Diesel halt günstiger ist, die voll zu machen, um dann zum Beispiel durch ein teures Land dann durchfahren zu können. So ist der Plan. Ja. In Europa gibt es sowas leider nicht so sehr. Luxemburg wurde uns gesagt, glaube ich. Ist noch relativ günstig. Ne? Also was man so günstig nennen kann. Ja. Mal gucken, vielleicht machen wir da einen Abstecher. Was ist mit euren Plänen, wenn jemand krank wird? Zum Beispiel, wenn jemand Krebs bekommt. Die nächste Frage ist gleich Frage zur Krankenversicherung. Ich glaube, das könnte man zusammen beantworten. Ja. Ja, eine schlimme Krankheit, das wünscht sich keiner und kann aber auch keiner absehen, ob einen das nicht ereilt. Ob es nur Krebs ist oder irgendwas anderes, ist dabei völlig irrelevant. Ich sage mir einfach, naja gut, die Möglichkeit kann natürlich bestehen, aber sollte mich das jetzt davon abhalten, das, was wir jetzt tun, zu tun? Also eigentlich im Gegenteil. Also ich sehe ja das umgekehrt. Gerade dass diese Möglichkeit besteht, sollte eigentlich dazu führen, und vielleicht hat uns das auch so dazu geführt, dass wir unsere Träume eher heute verwirklichen als morgen. Weil du weißt nicht, was passiert. Das kann dich treffen und dann hast du irgendwie dein Geld angehäuft für Dinge, die du irgendwann mal später tun möchtest und dann war's das. Und dann musst du dich richtig ärgern, dass du so lange gewartet hast und deine Reise immer weiter nach hinten verschoben hast und das nicht sofort umgesetzt hast. Deswegen, also an der Stelle, ist es für mich eher ein Grund für die Reise als ein Grund dagegen. Genau. Und was die Krankenversicherung angeht, ja,
Also wenn wir mal so krank werden, tatsächlich im Ausland, dass wir zurück nach Deutschland müssen, dann ist das so, also aktuell sind wir noch gesetzlich versichert. Genau. Wenn wir ins Ausland gehen, dann werden wir eine Langzeit-Auslandskrankenversicherung abschließen. Die werden wir dann auch gleich für 5 Jahre abschließen, weil wir ja nicht wissen, wie lange wir reisen werden. Und dann gibt es die Möglichkeit, das nennt sich Anwartschaft, abzuschließen. Diese Anwartschaft machen wir dann jetzt bei unserer jetzigen Krankenversicherung und die garantiert uns, dass wenn wir irgendwann mal wieder zurückkommen nach Deutschland, zum Beispiel durch Krankheit, dass wir dann 100%ig auch über dem 55. Lebensjahr wieder zurück in die gesetzliche Krankenversicherung aufgenommen werden. Genau, plus, dass wir unsere Pflegerversicherungsbeiträge nicht verlieren. Genau. Das muss man halt einfach auch wissen, wenn man sich abmeldet aus Deutschland und somit dann auch aus der gesetzlichen Krankenversicherung abmelden kann. Man muss sich nicht abmelden. Und wenn man das tut und diese Anwartschaft nicht hat, verliert man seinen Anspruch auf das, was bisher in die Pflegeversicherung eingezahlt wurde. Nach unserem Kenntnisstand, was uns gesagt wurde. Deswegen werden wir das so machen. Und auch die Langzeitkrankenversicherung, die wir uns jetzt so angeguckt haben, da waren ein paar jetzt davon dabei. Da werden wir auch nochmal was vorbereiten, dass ihr euch da auf unserer Internetseite informieren könnt. Die Leistungen, die dort geboten werden, das ist natürlich immer abhängig davon, was man dann zahlen möchte, sind gut, um auch gut versorgt zu werden im Ausland. Was dann letztendlich, welche Möglichkeiten das nachher im Ausland gibt, das muss man dann im Einzelnen sehen. Das ist sicherlich also ganz bestimmt von Land zu Land unterschiedlich. Wir machen uns da auch nichts vor. Es gibt sicherlich Länder, wo die Versorgung schlechter ist. Man braucht nur mal nach Afrika gucken. Aber es gibt Länder, die auch wesentlich fortschrittlicher sind als Deutschland. Habt ihr den kurzen Radstand und die Fahrzeughöhe so bewusst gewählt? Habt ihr euch vorher über das Servicenetz von Renault vertraut gemacht? Ja, also kurzer Radstand, ja. Wir wollten bewusst einen kurzen Radstand haben. Wir haben eigentlich nach 3,20 Meter gesucht und dachten auch, dass es 3,20 Meter wären. Sind aber 2,85 Meter. Ich würde heute lieber 3,20 Meter haben als 2,85 Meter, weil das sich beim Fahren auf langer Strecke schon bemerkbar macht. In Form von Aufschaukel-Wippbewegungen des LKWs. Wenn man halt eben auf unebenen Straßen fährt, der schaukelt schon so ein bisschen mehr als ein LKW, der halt einfach länger ist. Die Höhe, die haben wir uns jetzt, wir wollten nicht unbedingt einen LKW haben, der 3,70 Meter hoch ist, das nicht. Wir wollten einen LKW haben, in dem ich stehen kann. Und das bringt so ein LKW dann schon in eine gewisse Höhe, die man so benötigt. Natürlich gibt es viele Konzepte da draußen, wie man das erreichen kann. Auch Kabinen, die man ausfahren kann und. Dieser LKW, der erschien uns gut. Mit den 3,72 Meter, glaube ich, die er jetzt groß ist oder hoch ist, hoffen wir, dass wir ganz gut langkommen werden. Wir wussten aber damals schon, dass eigentlich 3,60 Meter besser wäre. Irgendeinen Kompromiss muss man dann halt machen, wenn man sich dem bedienen will, was auf dem Markt dann halt so zu bekommen ist. Es ist halt so, man bekommt nicht alles zusammen, was man gerne haben möchte. Also gerade wenn man einen fertigen halt kauft. Genau. Und was war da jetzt noch? Mit dem Servicenetz, also ob wir uns mit dem Servicenetz vorher von Renault vertraut gemacht haben. Also nee, haben wir nicht. Wir haben halt einfach nach Expeditionsmobilen geguckt damals. Nach alten, das muss man sagen. Also wir wollten auf jeden Fall einen alten LKW haben, also mit wenig Elektrik vor allen Dingen drin. Das war uns super wichtig. Renault, nee, haben wir uns nicht erkundigt. Ich hatte mir aber damals gedacht, Mensch, naja, also ob es nun ein Renault ist oder irgendwie ein Steyr oder irgendwie ein MAN oder irgendwie ein Iveco, die Teile oder zu wissen, welche Teile man braucht, die Teile zu besorgen, das wird alles irgendwie ähnlich oder gleich schwer. Jetzt muss man natürlich sagen, klar, die Teile für den Renault zu bekommen, wenn man da mal recherchieren muss für Teile, die schwerer zu kriegen ist, dann muss man sich darauf einstellen, dass man halt auch in französische Foren gucken muss. Ja. Und es ist ja auch nicht garantiert, dass jetzt das Servicenetz, also dass, wenn es jetzt eine Renault-Werkstatt zum Beispiel in der Türkei gibt, ob die dir dann auch tatsächlich helfen kann, weil wir haben ja auch in Deutschland schon die Erfahrung gemacht, dass nicht unbedingt deine Vertragswerkstatt jetzt der beste Ansprechpartner für dein Problem mit so einem alten LKW ist. Aber dennoch sind natürlich die Renaults in anderen Ländern eher vertreten als jetzt hier in Deutschland. Also gerade wo du jetzt Türkei gesagt hast, da fahren solche Renaults eher schon mal rum oder sind rumgefahren.
Also von daher... Auch in Marokko und so. Also wir hatten mit Renault gesprochen und die haben uns halt so ein paar Länder genannt, wo der Renault eine größere Durchdringung jetzt hat als in Deutschland. Und das gibt schon einige Länder. Aber würde ich deshalb jetzt nicht nach Kasachstan wollen, nur weil da nicht Renault rumfährt? Nein, also ich möchte auch in alle anderen Länder fahren. Genau, und Iveco werden die auch nicht kennen. Gut, aber das ist jetzt auch ein Thema, wir wollen das auch gar nicht anheizen, welches Fabrikat besser ist. Da gibt es unterschiedliche Meinungen da draußen und das ist auch okay so, das ist auch gut so. Jeder hat da seine Überzeugung und ja, wie gesagt, das ist auch okay so. Dann haben wir noch eine Frage bekommen, die habe ich zuerst nicht so ganz verstanden. Und zwar ist da die Frage, wie wir unseren LKW im Fahrzeugbuch nach der neuen EU-Richtlinie angemeldet haben. Also ich habe nachgeguckt, was das jetzt bedeutet. Es gibt da so verschiedene Klassen, irgendwie N1, N2 oder M1, M2, M3, was diese Klassen bedeuten. Also wir laufen zumindest irgendwie in der Klasse N2 oder wären in der Klasse N2, weil das die Klasse ist über 3,5 Tonnen bis 12 Tonnen. Aber was es letztendlich irgendwie damit auf sich hat, das kann ich nicht sagen. Und vielleicht weiß ja einer von euch, was es damit auf sich hat und kann das vielleicht beantworten. Dann gerne schreibt es einfach mal in die Kommentare. So, die nächste Frage ist auch zum LKW. Warum habt ihr kein komplettes Ersatzrad dabei? Das ist zum einen unser Platzproblem. Also Ersatzreifen ist ja meistens hinten am LKW dran bei den meisten. Und wir haben da nicht die Möglichkeit, eins im Moment zu befestigen. Und wir wollen es auch nicht. Also wir müssten den Rahmen verlängern und dann da was draufbauen, dass das irgendwie funktioniert. Aber unsere Klappe geht ja nach hinten auf, also unsere Garage. Also wird schwierig sein, da hinten ein komplettes Ersatzrad zu befestigen. Unser Ersatzreifen ist ja auf dem Dachgepäckträger drauf und wir möchten da einfach nicht über ein bestimmtes Gewicht gehen. Somit haben wir uns dann nur für den Reifen entschieden und nicht für ein komplettes Ersatzrad. Hat Odin permanenten Allrad? Welche Sperren hat er? Ja, er hat permanenten Allrad. Im Gegensatz zum Anfang der Videos, wo ich eigentlich noch der Meinung war, dass wir Hinterradantrieb haben mit zuschaltbarem Allrad, hat sich das Ganze jetzt dann doch so ergeben, ja. Besser gesagt herausgestellt. Hat sich herausgestellt, genau, dass wir doch permanent Allrad haben und dass wir 3 Sperren haben. Und zwar vorne, Mitte und hinten und die sind alle separat zuschaltbar. Wie macht ihr das mit dem Datenvolumen im Ausland? Wie habt ihr das mit dem Internet in eurem LKW gelöst? Genau, und dann haben wir eigentlich die nächste Frage auch gleich. Wie viel Datenvolumen brauchen wir so im Monat? Das beantworten wir gleich mit. Ja, also im Endeffekt ist es so, dass wir, glaube ich, wie viele anderen auch, wir haben halt einen mobilen Router, den wir überall platzieren können oder auch irgendwo fest installieren können, der dann mit einer SIM-Karte ausgestattet wird und für uns dann, für unsere Geräte, dann WLAN bereitstellt. Und die SIM-Karte meldet sich dann entsprechend in dem Netz des Landes an. Der Router selber, das ist einer von Netgear, der M1, Nighthawk heißt er, glaube ich, verlinken wir auch nochmal. Der ist im Prinzip für das gesamte Ausland fähig, das Netz bereitzustellen oder sich daran anzumelden, weil er entsprechend die Bandbreiten dann auch hat, die man dafür braucht. Es gibt auch einen Nachfolger mittlerweile, weil wir schwenken von 4G auf 5G um und der Nighthawk M1, den wir jetzt haben, der hat noch 4G und der Nachfolger, der hat dann halt schon 5G. Ja, wir selbst haben dann noch zusätzlich eine Grundstrahlantenne, die Reichweite des Routers noch erhöht, obwohl die Reichweite des Routers so auch schon sehr gut ist. Wir haben nur ganz selten die Rundstrahlenantenne nutzen müssen, aber wenn, dann bringt die Rundstrahlantenne, die wir jetzt haben, dann auch nochmal einen richtigen Leistungsschub. Ja, können wir euch auch nochmal verlinken. Die verlinken wir auch nochmal. Wir haben sie derzeit auch noch gar nicht raufgebaut. Weil wir sie so selten benutzen, einfach derzeit. Ne? Genau. Es hat eigentlich bisher gereicht, diese Antenne einfach irgendwie entweder vor das rechte oder linke Fenster zu stellen, je nachdem, wo der nächste Mast ist. Was haben wir jetzt an Datenvolumen? Was verbrauchen wir aktuell? Ja, also das hängt ja noch ein bisschen davon ab, was man denn macht. Derzeit so, wo wir jetzt in Deutschland sind, gucken halt auch noch sehr viele Filme, also streamen sehr viel. Gucken sehr viel YouTube, andere Kanäle. Und da waren wir dann auch schon mal, ich weiß nicht, 260 Gigabyte oder sowas haben wir dann auch schon mal im Monat gehabt. Die SIM-Karte, die wir jetzt haben, das ist ein Vertrag, den wir monatlich kündigen können. Und wir haben unbegrenztes Datenvolumen in Deutschland und bis zu 60 Gigabyte im Ausland.
Genau, und ob das dann reichen wird im Ausland, werden wir halt sehen. Ja, also ich denke, für einen gewissen Übergang werden wir das jetzt noch behalten. Ja. Aber sobald wir dann die Karten im Ausland haben, werden wir den kündigen, ja. Ja, das war unsere allerletzte Frage. Genau. Und ich würde sagen, damit beenden wir das Video auch. Wir hoffen, es hat euch gefallen, dass wir eure Fragen, die ihr so hattet, dann auch beantworten konnten. Und wenn das so ist, lasst uns gerne einen Daumen da. Nach oben. Genau. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, ihr jetzt die Chance, uns kostenlos zu abonnieren. Wir sehen das. Es sind noch rund 70%, die noch nicht abonnieren, die unseren Kanal gucken. Also helft uns, diesen Kanal auch anderen zur Verfügung zu stellen, dass sie uns finden und vor allen Dingen, dass wir das Gefühl haben, dass wir dann auch da in die richtige Richtung gehen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr uns das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen... Genau, das Glöckchen solltet ihr nicht vergessen. Das Glöckchen. Jedes Mal, wenn ein neues Video rauskommt, werdet ihr dann benachrichtigt. Im Moment sind wir ja relativ regelmäßig da, dass wir jeden Sonntag ein neues Video veröffentlichen um 9. Das kann dann schon, aber wenn wir unterwegs sind, sich auch mal ändern, weil wir nicht immer die Möglichkeit haben werden, dann direkt ein Video hochzuladen. Ja. Von daher eignet sich die Glocke dann sehr gut, um dann benachrichtigt zu werden, wann das neueste Video dann hochgeladen wurde. Und ansonsten sehen wir uns am nächsten Sonntag. Bis dahin. Abonniere unseren Kanal, um kein Video zu verpassen.